Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen Teil 2 des Szenarios Kontinentalmassen. Ja, in diesem Szenario haben wir hier eine große Inselwelt und unser Ziel ist, dass wir 3 Städte mit jeweils 5000 Aristokraten entwickeln müssen. Also wieder ein sehr umfangreiches Szenario. Wir haben schon jede Menge Inseln besiedelt. Hier eine der größten Inseln mit unserer ersten Siedlung, nämlich Abmont. Es fehlt an Tabakwaren. Ja, wir hören schon, was fehlt. Wir haben bis zu den Bürgern diese Stadt entwickelt und haben auch jetzt hier unsere ersten Produktionsstandorte, wie zum Beispiel hier unsere Tabakproduktion, die noch sehr verhalten ist. Ja, und ihr seht, ich habe schon jede Menge Inseln besiedelt. Wir haben 3 Konkurrenten, die jeweils 2 Inseln besiedelt haben. Hier haben wir den weißen, jeweils immer mit einer nördlichen und einer südlichen. Das heißt, die werden sich schon ziemlich weit entwickeln. Der gelbe hat sich frecherweise hier auf meiner Insel bereit gemacht. Ich habe das Ziel bei diesem Szenario, nicht kriegerisch tätig zu sein. Ausnahme ist, wenn sich auf meiner Insel die Konkurrenten auch breit machen. Also den gelben werden wir hier schon vertreiben. Der hat allerdings das Problem, dass er keine südliche Insel hat. Von daher wird der sich auch nicht so weiterentwickeln. Ja, und ihr seht, es sind noch ein paar Inseln hier, die noch erkundet bzw. besiedelt werden müssen. Wie gesagt, ich möchte versuchen, das ohne kriegerische Auseinandersetzungen zu schaffen. Ja, und dann werden wir jetzt mal Folgendes machen. Oh, wir haben hier auf unserer Insel einen Vulkan, stelle ich gerade fest. Das heißt, stelle ich gerade fest, er ist auf jeden Fall jetzt ausgebrochen. Ja, wir haben schon hier die tiefe Erzmine wieder gebaut. Das Lager ist voll, das heißt, unsere Erzschmelze und auch unsere beiden Werkzeugschmieden können wieder angemacht werden. Unsere Bilanz ist positiv. Ich suche mein Bauschiff. Nein, das ist Diplomatie. Ihr seht, wir haben mit allen Frieden und können auch handeln. Ich wollte nach meinem Bauschiff gucken. Das ist die Nostromo. So, Nostromo wollte hier, glaube ich, erkunden. Kann das sein? Ja. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, hier haben wir nochmal Tabak und Weintrauben. Ich würde jetzt tatsächlich hier noch die restlichen Inseln besiedeln. Ich gehe davon aus, dass unsere Konkurrenten nicht weitere Inseln besiedeln werden. Und von daher werde ich jetzt auch nicht die Priorität darauf legen. Vielleicht auch nochmal gucken, ob es auch irgendwo eine Goldinsel gibt. Also wir haben schon relativ viel Goldinseln jetzt hier. Ja, uns eingehamstert. Hier oben haben wir eine Goldinsel. Ich glaube hier unten auch. Jawohl. Ja, und für 5000 Aristokraten brauchen wir etwas mehr als 78 Häuser. Ich versuche jetzt so, ja, Es fehlt an Tabakwaren. kompakt wie möglich unsere Stadt jetzt hier zu errichten. Also hier dieser ganze Bereich, der sollte natürlich jetzt besiedelt werden. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit diesem Vulkan. Da haben wir unsere Stadt ein bisschen blöd platziert, aber egal. Feuerwehren werden das schon richten. Ach, da kommt unser Bauschiff endlich. Ja, wie gesagt, erstmal noch die restlichen Inseln hier mit einem Kontor versorgen. Ja, und dann bauen wir mal unsere Stadt weiter aus. Ich würde dann auch gerne später schon die ersten Kanonen produzieren. Also wir haben zwar keine Piraten hier, aber wie gesagt, der gelbe, den muss ich schon von meiner Insel hier vertreiben. Und naja, man weiß nicht, ich gehe davon aus, dass unsere Konkurrenten eher friedfertig sind, aber das weiß man natürlich nicht. So ein paar Kriegsschiffe mit Kanonen, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Aber jetzt erkunden wir erstmal weiter unsere Inselwelt und ja, im Werkzeug haben wir jetzt im Moment nicht so viel, wird aber wieder produziert. Wir nehmen noch ein bisschen was mit. Was haben wir? 2 Tonnen Werkzeug ist ein bisschen wenig, ne? Da müssen wir noch ein bisschen warten mit dem Bau. Oh, der Gelbe hat bei uns eingekauft. Was verkaufen wir überhaupt? Ja, ihr seht, Nahrungsmittel ist echt wenig. Da haben wir ja jetzt hier diese Produktionsreihe für Brot. Ja,
aufgebaut. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich denke, wir müssen noch eine bauen. Ansonsten ist unser Lager eher leer. Vielleicht, das müssen wir parallel machen mit unserer Besiedlung der anderen Inseln. Nahrungsmittel, da sollten wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen was tun. So, und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Und das ist ein Eingeborenendorf und da. Hier haben wir noch große Inseln, die würde ich jetzt nochmal hier mir holen. Das ist so eine typische Nahrungsinsel, wo wir keine hundertprozentigen Fruchtbarkeiten haben. Hier haben wir Weintrauben und wir haben hier auch nochmal Tabak. Also diese Insel würde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, südliche Inseln haben wir jetzt auch nicht so viel. Ich würde noch diese jetzt hier mal erkunden. So, und dann würde ich jetzt hier tatsächlich nochmal eine Reihe oder eine Produktionsreihe aufbauen. Wie machen wir das? Das passt gut hier. Ja, Werkzeug. Die Straße brauchen wir dann so. Das Wichtigste an diesem Szenario ist tatsächlich, wie ich diese 3 Städte mit allen Gütern entsprechend versorgen kann. Oh, hier ist ein Eingeborenendorf. Okay. Nichtsdestotrotz erkunden wir dieses Mal. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Golderz auf dieser Insel. Oh, das hört man gerne. Okay, komm, dann werden wir hier ein Kontur. Ja, hier können wir die Goldmine bauen. Sehr schön. Damit haben wir auch alle Goldvorkommen, glaube ich, jetzt hier auf dieser Karte gefunden und uns auch eingehamstert. Das heißt, unsere Konkurrenten können sich jetzt nicht unbedingt zu Aristokraten weiterentwickeln, es sei denn, die freien Händler versorgen sie mit Gold oder wir. So, und dann gucke ich nochmal diese kleine Insel hier an. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. So, hier haben wir auch noch mal Kakao und Gewürze. Es ist zwar nicht viel, was wir hier anbauen können, aber ich denke mal, alles gut, wenn wir die uns dann nachher alle holen. So, die Werkzeugproduktion läuft wieder. Wir haben auch ein bisschen mehr an Werkzeugen endlich. Dann können wir jetzt hier die Windmühle bauen. Ja, und dann nochmal eine Produktionslinie. Das machen wir so. Ja, das war ein bisschen doof, aber egal. Wohl, das können wir auch anders bauen. Warum soll dieser Weg hier so gebaut werden? Weil wir können den Weg ja hier so rausbauen für weitere Produktionslinien. Und dann bauen wir jetzt hier. Es fehlt an Tabakwaren. Ja, ist ja gut. Er klingt immer so vorwurfsvoll, oder? Manche nicht auch. So, und die Bäckerei können wir dann nämlich hier hinbauen. Da. Oder da. Ne, da geht's auch, ne? Moment, das muss ich einmal ganz kurz überprüfen. Das Problem ist, wenn ich den hier hinbaue, geht der nicht dahin, glaube ich. Und so auch nicht, weil der das hier komplett blockiert. Ich könnte das so bauen. Ja. Ach doch, das geht. So. Dann so. Und ihr seht, er geht nicht dorthin, weil dieser Steinmetz hier diesen Zugang komplett blockiert.
Das heißt, ich muss den hier wegnehmen. Tatsächlich. Und muss ihn nochmal neu bauen, nämlich hier. Ja, da muss man ein bisschen darauf achten, dass man sich hier diesen Zugang zum Steinbruch nicht komplett zubaut. So, ich baue aber erstmal meine Bäckerei. Das ist viel wichtiger. Und die passt dann jetzt sehr schön hier hin. Tabakwaren gehen zur Neige. Ja, darum kümmern wir uns jetzt als nächstes, wenn du uns schon so nett darauf hinweist. So, wir können auch jetzt den zweiten Steinmetz bauen. Dann haben wir jetzt wieder eine gute Versorgung mit Stein. Und ja, ich würde jetzt weiter noch ein paar Inseln besiedeln. Bevor wir das machen, werden wir noch mal hier wenigstens noch mal eine Produktionslinie von Tabakwaren aufbauen. Da haben wir ja schon ein bisschen was an Baumaterial. Da brauchen wir auf jeden Fall Stein. Und noch mal ein bisschen Werkzeug. Und dann werden wir schon mal hier loslegen. Damit wir nicht dauernd eine Meldung bekommen, dass Tabakwaren fehlen. Tabakwaren gehen zur Neige. Ja, Tabakwaren gehen zur Neige. Wir arbeiten dran. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier bauen. Und erstmal müssen wir noch unser Baumaterial ausladen. Ja, und dann bauen wir das mal hier auf. Das müsste eigentlich, glaube ich, genau passen. Ja, nicht ganz. So wäre es besser gewesen. Aber wir bauen das jetzt so. Gut. Haben wir noch ein bisschen was? Ne, habe ich jetzt nicht. Das reicht auch jetzt erstmal. Ja, wir können jetzt hier noch ein paar Anlegestellen bauen. Und dann können wir auch hier noch eine Fischerhütte errichten. Ich glaube, das ist ein bisschen produktiver. Oder so. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, der Weiße ist hier echt ziemlich präsent. Ach, das ist doch auch doof, was ich hier baue. Meine Güte. Wir werden jetzt noch die restlichen Inseln hier besiedeln. Wenn wir das gemacht haben, also auf jeden Fall hier diese drei großen und noch die hier, sodass wir tatsächlich die großen Inseln alle ja, unser eigen nennen können. Ja, und dann würde ich sagen, arbeiten wir mal weiter und entwickeln unsere Stadt Abmont auch weiter. Warte jetzt auf mein Bauschiff, da ist es. Dann nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Ich habe gerade festgestellt, Stein haben wir im Verkauf. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass ich nicht so viel Stein habe. So, okay. Gewürze, das muss jetzt mal ein bisschen mehr hier im Kontor bleiben. So, okay. Ja, wir müssen aufpassen. Dank der Verkaufserlöse haben wir eine gute Bilanz. Wenn wir jetzt nicht mehr so viel verkaufen, wird es nicht mehr ganz so üppig werden. So, wo haben wir denn jetzt? Hier haben wir Baumwolle und Gewürze. Hier werde ich aber auch meine zweite Stadt aufbauen. Wir werden aber trotzdem jetzt hier schon mal eine Baumwollproduktion starten. Ich meine, man kann natürlich für diese Insel auch hier eine Baumwollproduktion starten. Ja, komm, machen wir das so. Hier haben wir auch Eisenerz noch. So, machen wir das hier doch. Lassen wir die Inseln, wo wir unsere Städte bauen, Bleibt aus. Eure Felder verdorren. erstmal frei von
Produktion. So, wo haben wir eine Trockenheit? Hier interessiert uns nicht. Okay, ich habe an einer falschen Insel gewartet auf unser Schiff. Hier sind wir nun. Okay, dann legen wir mal los. Bauen hier schon mal ein Kontor. Quatsch, ein Marktplatz auf. Dann Baumwolle. Das ist immer die Frage, wie baut man es am besten auf? Oh, es fehlt Stein. Direkt mal Neues holen. Gut, dann... So, da sind wir auch schon wieder. Mhm. Ja, kann man auch so bauen, ne? Ja. Mhm. Ja, Werkzeug reicht. Ah doch, ich habe noch Werkzeug. Dann können wir noch eine zweite bauen. Ja, ich versuche das natürlich so zu optimieren. Vom Platz. Ist hier schon was drinnen? Ja, okay. Die Straße muss ich noch ein bisschen weiter bauen. So, okay. Gut, dann haben wir hier jetzt das so gebaut. Hier können wir nichts mehr machen. Mhm. Haben wir schon Stoff hier. Ja. Sehr gut. Ich brauche ein neues Schiff. Für die Stoffe. Weil hier ist echt nichts mehr drinnen. So, das Kontor müssen wir ausbauen. So, und dann eben hier ein neues Schiff in Auftrag geben. Und die Stoffe schnell ausladen. Tja, komm, dann hol du mal doch weiter Stoffe. In der Zeit können wir unsere Stadt weiterentwickeln. Wir können jetzt die Kirche bauen. Da haben wir nämlich jetzt genug Baumaterial. So, Kirche bauen wir hier hin. Ja, das ist ein schöner Radius hier. Können wir die Stadt noch relativ gut weiterentwickeln. Hier wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Warum nicht? Möchte die Kirche gerne hier so haben. Wo ich das alles hier abdecken kann. Hier wäre sie mir ein bisschen zu weit nach zum Vulkan. Hier ist sie doch gar nicht schlecht, oder? Oder so. Da könnte ich das noch dahin noch erweitern, ne? Baue ich sie so.
Dann machen wir das so. So, das kann weg. Und dann können wir auch noch das Badehaus bauen. Ach, das würde auch hier ganz gut hinpassen, ne? Eine ganz andere Bauweise hier. Wir bräuchten ja dann noch das Theater. Nee, ich glaube, ich baue das hier hin, weil dann haben die hier oben nämlich auch noch Zugang zum Badehaus. Ja. Warum nicht? Okay, dann können die sich jetzt weiterentwickeln zu Kaufleuten. Unsere Werft ist nicht darüber erfreut, Stoffe fehlen, aber da ist jetzt hier relativ viel im Kontor. So, dann einmal zurück. Okay, da sind wir. Stoffe ausladen. So, jetzt sollte eigentlich hier unser Schiff gebaut werden. Ja, das sieht gut aus. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. So, das ist jetzt hier Stoffe. Und zwar Stoffe 1. So, hier kann Stoff und später auch Kakao geholt werden. So, dann einmal los bitte. Gut, Stoffproduktion ist auch jetzt entsprechend auf den Weg gebracht worden. Wir können hier das abreißen. Ja, da haben wir unsere ersten Kaufleute. So, dann könnte man jetzt das hier noch ein bisschen erweitern. Gut. Hier auch noch. Wirtshaus. Ja, die haben natürlich keinen Zugang zum Wirtshaus. Dann müssen wir später noch eins hier hinbauen, was wir ja sowieso machen müssen. So, wir können noch ein weiteres Weingut bauen. Das können wir nämlich hier alles sehr schön hinbauen. Ja, so. Ja, ich würde noch eine weitere Erzmine bauen wollen, wenn wir jetzt tatsächlich Kanonen noch produzieren wollen. Wo haben wir noch Erz? Ja, da kommen wir aber nicht dran, oder? Euer Volk wünscht eine Hochschule. Nee, da kommen wir nicht dran an die Erzmine. Nee. Upsa. Das baut sich nicht auf, nee. Da baut sie sich, wenn, auf. Und dann komme ich irgendwie nicht dran, ne? Okay, haben wir noch andere Möglichkeiten? Wie zum Beispiel hier. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Ja, hier bei unserer Tabakwarenproduktion. Das ist auch gut. So, wir haben hier den Marktplatz. Ja, wo kann man die denn jetzt hinbauen? Hier. Dafür brauchen wir aber noch einen Marktplatz.
Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Werkzeug. Aber hier können wir sie hinbauen, ja. So, dann einmal Werkzeug bitte. Ja, das können wir auch alles hier noch reintun. Wir können das Kontur auch gleich erweitern. So, dann hier einmal bitte Marktplatz. Ich würde ein bisschen weiter hier unten hinbauen. Dann haben wir diesen ganzen Bereich hier schon abgedeckt. So, ach, ich stelle gerade fest, wir hätten auch die Mine hier hinbauen können, ne? Jawohl, das ist ja etwas einfacher, oder? Überprüft eure Handelsrouten. Ah, mir fehlt Werkzeug. Oh nein, ich habe kein Werkzeug mehr. So, wir gucken mal nach unseren Konkurrenten. Die haben nämlich jetzt auch schon hier Kaufleute und die haben vor allem jetzt eine Kanonengießerei, rüsten hier auch auf. Auch der Rote hat eine Kanonengießerei. Also wie gesagt, die haben jetzt hier tatsächlich aufgerüstet. Der Gelbe entwickelt sich nicht weiter, weil er hat nur nördliche Inseln. Da fehlt ihm Gewürze. Und das sieht man auch. Ein paar Bürger hat er, aber der wird sich nicht großartig weiterentwickeln. Und wir müssen ihn ja auch hier entsprechend von unserer Insel verjagen. Also ein bisschen müssen wir dann doch tatsächlich hier uns kriegerisch auseinandersetzen. Deswegen brauchen wir auch eine Kanonengießerei. So, da bist du ja. Mal ein bisschen Werkzeug mitnehmen, bitte. Danke. So, du kannst schon mal umgestellt werden. Du nimmst dann noch Erz mit. Eure Handelsrouten. So, Erzmine, wunderbar. Marktplatz. Oh. Ein Vulkan. Nicht bei uns. Ja, ein nettes Städtchen hat sich hier entwickelt. Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Ja, das ist doch schon mal was. Wir könnten die Hochschule schon bauen. Die kommt natürlich dann jetzt hier hin, wenn wir genügend Stein haben. Aber dafür entwickelt sich gerade unsere Stadt weiter. Dann können wir die Schule abreißen. Das ist vom Radius auch nicht schlecht. Wir können tatsächlich die Stadt nach hierhin erweitern. Das war ja mein Sinn gewesen. Aber wie gesagt, jetzt entwickelt sich erstmal hier unsere Stadt weiter. Warum soll ich meine Handelsrouten überprüfen, wenn ich keine Piraten habe? Jo, wir gucken mal dann wieder unseren Warenbestand. Gewürze ist jetzt dringend nötig mal zu erweitern. Was haben wir hier? Ja, Werkzeug haben wir hier genug, aber wenig Stein. Hier haben wir übrigens auch noch ein Erzvorkommen, also Erz haben wir genug. Dann werden wir gleich noch die zweite Erzschmelze bauen und dann die Kanonengießerei. Und wir können jetzt, glaube ich, auch mittlerweile die große Werft bauen. Da ist die große Frage, wo wir die jetzt hinbauen. Jetzt habe ich das alles hier zugebaut, aber wir könnten sie hier hinbauen. Dann habe ich ein Problem mit meinen Forsthäusern. Dann kann man sie auch hier hinbauen, ne? Ja, das geht auch. Hier geht es nicht. Moment, wenn sie weg ist, kann ich die dann hier hinbauen? Ja, das mit diesen Forsthäusern ist natürlich auch ein bisschen doof. Ja, ich glaube, dann bauen wir das so. Dann kommt die Fischerhütte da weg. Wir brauchen aber jetzt erstmal noch Gewürze an. Was können wir denn hier bauen? Beziehungsweise wie wollen wir das bauen? Wenn wir es so bauen, dann fehlt uns aber Stein für die Anlegestellen. Die müssen wir uns dann noch irgendwie besorgen. Also 2 können wir ja schon bauen, ne? Okay, wir brauchen weiter Stein. Ja, Stein ist so eine Sache.
Da braucht man immer jede Menge. Warum wartest du hier? Du sollst hier hin. Okay, unsere Gewürzplantage ist angeschlossen. Wir bauen aber noch weitere Gewürzplantagen. Hier passt ja noch eine genau hin. Das ist schön. Ja. Jetzt haben wir auch keinen Stein mehr. Aber das reicht jetzt erstmal. Okay, ich wollte die Kanonengießerei jetzt bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Da ist die Frage, wo wir sie bauen. Ich denke, wir bauen sie hier hin. Eine Werkzeugschmiede schließen wir. Ein bisschen Erz haben wir jetzt hier drin, ja. So, dann, wir können hier noch weiter entwickeln, obwohl ich wollte erstmal noch die Hochschule bauen. Ah, da fehlt mir gerade noch Stein, aber es müsste gleich alles da sein. So, jetzt können wir sie bauen, wunderbar. Galgen nicht vergessen. Gut. So, unsere Schafsfarm brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nahrungsmittel geht wieder runter. Alkohol geht runter. Ja, dann weiter an die Nahrungsmittelproduktion hier denken. Ja, das passt jetzt leider nicht so, wie man sich das gerne vorstellt. Nee, das passt nicht. Das passt leider auch nicht. Ach, wie schade, das passt nicht. Ja, manchmal muss man ein bisschen improvisieren hier. Dann würde ich jetzt hier noch einen Marktplatz bauen. Muss das sowieso erweitern hier. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Genau. Deswegen arbeiten wir daran. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, hier brennt ein Haus und die Feuerwehr geht nicht hin. Ah, deswegen. Das sehe ich gerade. Jetzt müsste sie eigentlich sie auf den Weg machen können. Weil hier dieser Stück eben nicht von einem Marktplatz ja, berücksichtigt wird. Und da ist sie auch schon. Okay, da muss man manchmal ein bisschen drauf achten. Ja, okay. So, die brauchen noch ein Wirtshaus. Ja, dann würde ich jetzt ein Wirtshaus hier noch hinbauen wollen. So. Oh, wir können das, glaube ich, ein bisschen weiter hier rüber setzen. Ne? So. Und einen Marktplatz brauchen wir hier noch. Ja, der baut sich hier überhaupt nicht auf. Warum haben wir kein Holz mehr? Ja, okay. Und der arbeitet jetzt auch nicht mehr so. Ja, doch ganz schön zugebaut hier, ne?
Ah, der ist hier echt schlecht. Der Arme. So, jetzt haben wir aber wieder etwas an Holz. So. Dann können wir das so bauen. Passt das von den Häusern her? Gucken wir mal. Ja, das passt. Okay. Gut, dann können die sich weiterentwickeln. Ach ja, mir gefällt das ja sehr gut. Richtig schöne, kompakte Stadt hier, ne? Ja, Stoffproduktion haben wir jetzt und wir können auch schon Kleidung herstellen. Hier haben wir so einzelne Flächen, die wir nicht mehr richtig nutzen können. Es sei denn, wir bauen hier Schneidereien auf. Wenn wir genügend Holz haben. Ja, Holz ist im Moment tatsächlich ein Problem. Naja, mit 2 Erzschmelzen, die wir hier haben. Wie viele Kanonen haben wir denn jetzt mittlerweile? Wow, das ist ja schon etwas. Ja, das können wir alles rausnehmen. Das verkaufen wir alles nicht mehr. Oh je, also. Puh. Ihr seht, die Warenbestände sind echt niedrig. Wir müssen jetzt erstmal unsere Stadt bzw. unsere Produktion weiter ausbauen. Tabakwaren gehen zur Neige. Ihr hört es, Tabakwaren gehen auch zur Neige. Die Bilanz ist in Ordnung. Ja, wir haben also so viel Stein im Moment. Beginnen wir mal mit den Pflasterstraßen. Auf jeden Fall hier bei unseren Produktionsstätten. Es fehlt an Tabakwaren. Naja, in unserer Stadt sollten wir jetzt auch mal ein paar Pflasterstraßen bauen. Okay, ja, wir können unsere Stadt hier wirklich wunderbar hier auf diesem Fleck weiter ausbauen. Allerdings ist jetzt jeder Vulkan. Ich würde doch gerne noch hier eine Feuerwehr bauen wollen. Ja, oder eher hier. Nee. So. Okay. Ja, das ist gut. Bevor wir jetzt in die nächste Evolutionsstufe steigen, bauen wir jetzt erstmal unsere Güter Alkohol, Tabak, Gewürze weiter aus. Und dann beginnen wir mit der Kakaoproduktion und auch mit der Goldproduktion. Ja, und die Nahrungsmittel natürlich auch immer im Auge behalten. Ja, und sobald wir die ersten Aristokraten haben, werden wir uns wohl mit dem gelben Eimer beschäftigen. Wie gesagt, das müssen wir uns hier tatsächlich alles aneignen. Ansonsten kann er auf seiner Insel bleiben. Mit dem weißen und mit dem roten beschäftigen wir uns gar nicht. Ich denke mir mal, dass wir das auch so gut hinbekommen, unsere 3 Städte hier aufzubauen. Okay, bauen wir mal weiter aus. Mittlerweile hat sich tatsächlich der Rote auf einer meiner Inseln bereit gemacht, was ich natürlich unmöglich finde. Allerdings haben wir hier das Eingeborenendorf. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, um hier noch Marktplätze zu errichten. Viel kann er da nicht machen. Das heißt aber auch, dass ich meine anderen Inseln auch noch mit Marktplätzen versehen muss. Ein Brand vernichtet eure Häuser. So, ich glaube, er kommt auch, gar nicht weiter hier. Gucken wir mal eben. Ja, also das ist alles, was er da machen kann. Ja, ob wir den jetzt auch noch da entsprechend vertreiben, müssen wir mal schauen. Ich würde aber jetzt gerne noch hier die anderen Inseln ein bisschen sichern. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade etwas unsicher. Ich dachte tatsächlich, die würden sich nicht weiter verbreiten hier.
Nun ja, wir werden jetzt trotzdem mal eine große Werft bauen. Wir brauchen ein paar Kriegsschiffe. Wo bauen wir das jetzt auf? Ah, das ist so sehr weit weg, ne? Überprüft Eben kurz gucken. Hier können wir sie hinbauen. Tun wir auch. Bauen jetzt hier die Anlegestellen. So, und dann bauen wir das erste große Kriegsschiff. Das lohnt sich jetzt nicht mehr für dich hier. Das müssen wir anders bauen. Nämlich so. Ja, das ist besser. Okay. Gut, ja, ich bin noch weiter fleißig beschäftigt, hier weiter auszubauen. Die Stoffproduktion haben wir jetzt hier schon ausgeweitet. Auch Tabakwaren sind wir jetzt hier dran. Da wollte ich jetzt gerade noch mal eine Produktionslinie hier aufbauen. Gucken wir mal eben, wie wir das hinbekommen. Das machen wir so. So, und dann die andere. Passt die hier hin? Ja. So, dann kannst du hier hin. Und dann passt das. Jawohl. Gut. Ja, auch hier sollten wir jetzt noch mal ein paar Marktplätze bauen, um das hier ein bisschen zu erweitern. Ja, aber ich denke mir mal, das läuft soweit jetzt eigentlich ganz gut. Wir müssen uns ein bisschen jetzt ja mit unseren Konkurrenten auseinandersetzen. Also wie gesagt, den roten würde ich dann hier tatsächlich mal wegjagen und den gelben werden wir als erstes machen. Bei dem roten haben wir das Problem, dass der natürlich auch gleich Kriegsschiffe haben wird. Tja, schauen wir mal, wo hat er denn seine Werft überhaupt? Ach, da, aber eine kleine Werft hat er. Okay, gut. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal hier unsere großen Hauptinseln, da wo ich auch meine weiteren Städte errichten möchte, mit Marktplätzen gesichert, damit hier unsere Konkurrenten sich nicht auf meinen Inseln weiter breit machen. Bei dem Roten habe ich mich am Anfang vertan. Ich habe ja gesagt, dass die Konkurrenten immer eine südliche und eine nördliche Insel besiedelt haben. Beim Roten ist es tatsächlich so, dass die zwei südliche Inseln haben. Deswegen hat er sich auch hier auf dieser Insel breit gemacht mit der Tabakproduktion. Das heißt also, unsere Konkurrenten sind durchaus gewillt, mit uns auf einer Insel zusammen zu siedeln, was ich natürlich nicht möchte. Deswegen habe ich jetzt mal versucht, hier die Hauptinseln alle zu sichern mit Marktplätzen. Hier auch diese große habe ich hier schon gesichert. Da haben wir ja Weintrauben. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Marktplätze bauen müssen. Das seht ihr hier. Ich möchte jetzt aber erstmal hier in die Zivilisationsstufe Aristokraten. Dafür brauchen wir Kakao. Wir nehmen jede Menge Baumaterial mit und machen uns hier auf den Weg. So, unser Kriegsschiff bleibt jetzt hier. Wir werden gleich mal ein bisschen weiter aufrüsten, wenn wir in dem Status Aristokraten sind. Und dann werden wir schon anfangen, unsere zweite Stadt schon mal vorzuplanen. Das wäre hier.
Und dann werden wir den gelben hier mal dann auch vertreiben. Ich hoffe mal, dass unsere Konkurrenten jetzt nicht weiter auf irgendwelche anderen Inseln kommen. Der rote kann natürlich noch hier auf diesen Inseln natürlich mitsiedeln. Hier auch, da sollten wir auch noch mal ein paar Marktplätze bauen. Wir haben ja hier das Kriegsschiff. Nimmt auch noch mal ein bisschen was mit. Dann können wir schon mal hier das sichern. So, wir sind endlich angekommen. Dann legen wir mal los. Können hier Kakaoplantagen bauen. Das passt. So, die können wir aber nach hierhin anschließen. Weil wir bauen noch natürlich einen Marktplatz hier auf. Der passt doch hier wunderbar rein. Ja, da haben wir auch eine Brücke. Hier auch. Überprüft eure Handelsrouten. Sehr schön. So, und hier passt doch auch noch etwas hin, oder? Mhm. 4 Kakaoplantagen haben wir jetzt hier. Das reicht. Auch wir könnten, glaube ich, noch eine bauen, oder? Ein bisschen habe ich ja noch hier an Baumaterial. Ja, dann bauen wir sie doch so hier noch auf. Ja, sehr schön. Noch ein bisschen Wald. So, dann kannst du wieder zurück. Und unser Schiff, was Wolle holt, beziehungsweise Stoff, haben wir ja schon soweit entsprechend eingestellt. Gut, dann brauchen wir jetzt noch Schmuck und vor allem brauchen wir ein Schiff für Schmuck. So, dann wieder einladen. Gut, dann können wir jetzt hier unseren Schmuck produzieren, beziehungsweise hier produzieren wir Gold. Wir können 2 Goldminen hier errichten, nämlich einmal hier, ja, und einmal hier. Oh, wunderbar. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Da ist unser Goldschiff. Überprüft eure Handelsrouten. Das können wir direkt schon einstellen. So, und hier können wir auch noch Kakao und Baumwolle produzieren. Sehr schön. Na, warum klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle? So, da sind wir auch jetzt mittlerweile angekommen.
Gut, so, den Rest können wir hier noch einladen. Kakao können wir hier produzieren und Baumwolle. Okay, dann könnte man hier auch nochmal für diese Insel Baumwolle und Kakao dort produzieren. Gut, dann fehlt uns noch das Theater. Wie bauen wir das? Ja, ihr seht, wir haben das ein bisschen doof gebaut. Hier diese Häuserreihe war eigentlich Blödsinn. Weil es reicht nicht für das Theater. Wenn ich das hier hinbaue, schon eher, ne? Überprüft eure Handelsrouten. So, Kirche reicht nicht. Badehaus würde hier reichen, aber Kirche reicht hier nicht, ne? Also ein zweites Badehaus müssten wir hier noch bauen. Die Frage ist, ob wir jetzt hier die Häuser abreißen. Aber wir brauchen ja Aristokraten. Dann nützt mir ja nichts, wenn ich hier Kaufleute habe. Doof. Na doch, ich baue es doch so. Dann müssen wir die Häuser hier abreißen, die keinen Zugang zum Theater haben. So, und das können wir auch hier verkleinern natürlich, ne? Das brauchen wir jetzt nicht mehr so. Dann kann hier nämlich die Kathedrale hin. Dann passt das. So, wir müssen jetzt warten, bis Gold da ist, damit wir entsprechend Schmuck produzieren können. Und dann geht's hier los. Was ist mit dir? Du hast keinen Zugang zu... hierzu. Okay. Ja, ich würde dann hier wahrscheinlich nochmal oder hier ein Gebiet für diese Dienstleister hier entsprechend nochmal aufbauen. So, und ich würde jetzt hier entsprechend schon mal gucken, wie wir unsere Stadt aufbauen. Hier können wir jetzt direkt hier am Anfang entsprechend bauen. Dann brauchen wir wieder ein großes Gebiet für die ganzen Gebäude mit dem großen Radius. Tja, wo bauen wir das hin? Auch dieser Fluss ist echt nervig. Dann haben wir jetzt hier schon mal das entsprechend eingerichtet für die beiden Dienstleistungsgebiete. Und dann können wir gleich schon mal hier Holz produzieren. Haben wir jetzt Gold mittlerweile? Nein, Gold haben wir noch nicht. Aber da kommt der erste Kakao. Ja, wir können schon mal überlegen, wie wir das hier machen. Ich würde jetzt hier Tabak und Alkohol produzieren können für diese Insel. Das ist super. Wir haben ja hier noch Gewürze und Kakao für diese Insel. Und wir brauchen noch eine Nahrungsinsel. Achso, ich wollte hier noch einen Marktplatz bauen. Ich überlege gerade, warum mein Schiff hier war. Es fehlt an Kakao. So, okay. Nahrungsinsel. Wo haben wir eine Nahrungsinsel gehabt? Hier. Ach, ist aber auch weit weg, ne? Und hier war eine Nahrungsinsel gewesen. Ja, fangen wir hier mit dieser an für diese Insel hier. Vielleicht machen wir ja auch ein bisschen Nahrung auch drauf. Ja, dann passt das eigentlich. Ja, und dann müssen wir hier den gelben tatsächlich vertreiben.
So, wir haben etwas Gold, endlich. Wir können den Juwelier bauen. Ja. Können wir hier hinbauen, ne? Oder auch hier. So, damit müssten sich jetzt gleich hier unsere Aristokraten sich entwickeln. Und zwar relativ zügig, weil wir jede Menge Baumaterial haben. Schauen wir mal. So, da haben wir unsere Aristokraten. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Ja, hier hat jetzt der Weiße seine Insel entsprechend, ja, in Betrieb genommen. Ist nicht so schlimm. Das ist ja eine Insel, die wir selber nicht, ja, besiedelt haben aufgrund hier des eingeborenen Dorfes und der Kleinigkeit dieser Insel. Ja, damit bin ich eigentlich jetzt soweit zufrieden. Wie gesagt, den roten würde ich jetzt nicht unbedingt vertreiben wollen, aber den gelben, weil er hier auf unserer Hauptinsel ist. Ja, wir produzieren noch ein bisschen Alkohol, glaube ich, weil Alkohol ist jetzt nicht so viel. Da haben wir aber hier noch die Möglichkeit. So, und jetzt können wir schon mal gucken, welche Häuser wir wegmachen können. Also hier, das hier hat zum Beispiel jetzt keinen Zugang zum Theater. Können wir wegnehmen, die müssen sich jetzt wirklich nicht entwickeln. Das auch nicht, das hat, ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht alles gut aus. Dieses eine hat keinen. So. Das ist alles gut, das ist alles gut. Ne, die entwickeln sich weiter, das gefällt mir. Wo haben wir das Wirtshaus? Ja, dann können wir doch hier auch schon mal eine kleine weitere Siedlung bauen. Direkt am Vulkan. Das ist doch super. Ich glaube, das bauen wir ein bisschen anders hier. Nämlich so. Wir lassen jetzt mal hier unsere Stadt sich maximal jetzt entwickeln. Gucken mal, wie viel Aristokraten wir dann haben. Passen unsere Produktion entsprechend an und werden dann tatsächlich, sobald wir hier 5000 Aristokraten haben, hier unsere zweite Stadt dann gründen mit dem Namen Ambesberg. Und vielleicht fangen wir auch schon etwas früher an und machen hier auch eine kleine Holzproduktion und Steinproduktion, damit wir das etwas parallel laufen lassen können. Ja. Das klingt doch nach einem guten Plan, weil das dauert jetzt hier ein bisschen, bis die sich weiterentwickelt haben. Und wir müssen natürlich gucken, wie hier so unsere Verbräuche sind. Alkohol ist immer noch ein bisschen wenig, aber alles andere sieht eigentlich gut aus. Ja, das alles machen wir allerdings im dritten Teil des Szenario Kontinentalmassen hier. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei, wenn wir hier unsere 3 Städte aufbauen. Bis dahin wünsche ich wie immer alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.